Hallo und willkommen. Ich bin Maria und bin Deutsch und ich lebe in Australien und ich wollte ein Video auf Deutsch drehen, weil das für Deutsche, dieses Video für Deutsche speziell sein soll, drehe ich das auf Deutsch. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, weil ich spreche überwiegend Englisch. Also ich wollte eigentlich nur ganz kurz hier erzählen, warum ich nach Australien gezogen bin und so ein bisschen die Unterschiede, und falls du darüber nachdenkst, nach Australien zu ziehen. Ich dachte, vielleicht dieses Video hilft dir, dich zu entscheiden, warum du hier lebst. So, ich bin nach Australien gezogen im Juli 2015. Ich habe vorher schon in London gewohnt, 4,5 Jahre. Ich bin nach London im November 2010 gezogen. Ich bin nach London gezogen, weil es für mich in Deutschland nicht gut aussah mit Arbeit. Ich hatte Produktionsjob. Ich habe mir gedacht, ich will das nicht für den Rest meines Lebens machen. Und ich habe gesagt, ich muss weg und mal nach was Neuem gucken. Und da war Arbeit in Deutschland, auf die ich mich bewerben wollte, aber die haben alle Englisch als Zweitsprache verlangt und ich habe zu dem Zeitpunkt kein Englisch gesprochen. Dann habe ich mir gedacht, ja, ziehst du nach England für ein Jahr, lernst Englisch und dann kommst du zurück und kriegst diesen tollen Job, den du da unbedingt willst. Ja, dann bin ich nach England gezogen und bin da irgendwie geblieben, bin da irgendwie stecken geblieben, weil ich hatte gute Arbeit gefunden, ich habe Freunde gefunden. Mein Englisch nach einem Jahr war noch nicht gut. Das heißt, ich musste noch üben, sehr viel üben. Nach ungefähr 4 Jahren, nachdem ich mir mein Leben in London aufgebaut habe, habe ich dann auch gesagt, ja, es wird Zeit, dass ich woanders hingehe. Und dann hatte ich nach Arbeit in Kanada gesucht. Ich habe ein kanadisches Visum gekriegt für 1 Jahr und dann wollte ich mich da bewerben, aber die Kanadier sind ein bisschen schwierig. Die machen keine Vorstellungsgespräche übers Internet. Die haben gesagt, ja, kommst du erst her und dann gucken wir mal. Und dann habe ich gedacht, ja, guckst du mal in Australien, ja, guckst du mal, was in Australien so geht. Ich wollte eigentlich nie nach Australien. Ich habe gesagt, Australien ist das einzige Land, was ich wahrscheinlich nie in meinem Leben besuchen werde mehr. Guck mal, wo ich bin, ja. Eines Tages auf LinkedIn habe ich einfach das Land geändert oder die Stadt geändert auf Australien oder Sydney. Mir war es eigentlich egal, wo ich hingehe, ob Sydney oder Melbourne. Habe das Land geändert, habe 3 Bewerbungsmappen rausgeschickt und von 3 habe ich einen Job gekriegt. Und ich war so, shoot, was mache ich jetzt? Ich ziehe nach Australien. Anyway, dann bin ich halt hergezogen. Wenn man direkt von Deutschland nach Australien zieht, weil auch wenn man direkt von Deutschland nach Spanien zieht oder England zieht, es ist ein Kulturschock, es ist anders. Ich war schon vorbereitet, weil ich schon in England gewohnt habe. Es hat mir schon geholfen, da war nicht so ein großer Kulturschock, aber man muss halt auch sehr offen sein darüber, wenn man hierher zieht, dass Dinge hier anders verlaufen. Ich musste zur Botschaft vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren musste ich zur Botschaft und dann bin ich da einfach aufgetaucht und habe gesagt, ja hallo, ich brauche, was ich da gebraucht habe, ich erinnere mich gar nicht mehr. Und dann die Frau Beamtin war so, ja, Sie brauchen aber einen Termin. Und ich so, oh, echt? Ich so, in London brauchte ich keinen Termin, als ich zur Botschaft. Und die so, ja, wir sind ja hier nicht in London, Sie brauchen hier einen Termin. Ja, nun bleiben Sie halt mal hier, da Sie ja schon da sind, dann machen wir das halt. Ich so, man ist das halt gar nicht mehr gewohnt als so super deutsche Beamten. Kommt man hier nicht um den Weg. Ich meine, du hast hier Beamte, die sind auch strikt, aber überwiegend sind Leute sehr gelassen hier. Selbst Leute im Beamtenjob sind sehr gelassen. Arbeit ist sehr gelassen. Also man muss natürlich Arbeit finden. Man muss halt gucken, dass man in dem richtigen Feld arbeitet. Man muss sicherstellen, dass man ein Visum kriegt. Ich war auf einer 457 Visa hier vor 4 Jahren und das hat sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat sich das geändert. Die haben das 4-Jahres-Visum jetzt auf 2 gesplittet. Da hast du jetzt dieses 2-Jahre-Visum, wo du dich halt nicht, man kann sich nicht auf eine permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben, aber wenn du halt das 4 Jahre Visum kriegst,
was eingeschränkt ist für Doktoren, Krankenschwestern, Klempner, Schreiner, alle Jobs, die man halt hier braucht in Australien. Der kriegst du ein 4-Jahres-Visum und dann kannst du auch dich auf eine permanente Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Natürlich gibt es auch andere Wege, wie man hier für immer bleiben kann. Mein Partner sponsert mich. Ich bleibe durch meinen Partner, kann ich hier in Australien bleiben. Ich warte gerade auf die Endergebnisse. Ich muss aber noch 6 Monate warten. Es dauert alles ein bisschen länger hier, Australien. Ich denke mal, in Deutschland ist es nicht anders. Ich sage immer, es dauert alles ein bisschen länger hier, weil Leute sind halt so gelassen. Wo kannst du wohnen? Du kannst überall wohnen in Australien. Du kannst überall in Sydney wohnen. Kommt darauf an, was du dir leisten kannst. Bondi, natürlich der ganze Bondi und Manly sind ja die 2 berühmten Strände. Klar kannst du da wohnen, aber es ist halt sehr teuer. Man muss sich halt eine Wohnung mit Leuten teilen. Als ich hierher gezogen bin, habe ich in Randwick gewohnt. Das ist so 20 Minuten zu Fuß vom Coogee Beach. Das war okay, aber ich musste mir halt die Wohnung mit jemandem teilen und weil ich das halt in London gemacht habe und keinen Bock mehr auf Teilen hatte, ich wollte alleine wohnen. Ich habe mein Gehalt studiert und dann habe ich herausgefunden, ich kann mir das selber leisten. Und dann bin ich nach Elizabeth Bay gezogen, was ja in der Nähe von King's Cross ist. Und das war gleich teuer, aber ich hatte halt meine eigene Wohnung. Also was heißt gleich teuer? War ein bisschen teurer, weil ich musste ja auch für Strom und Wasser und alles selber aufkommen, aber ich lebe sehr bequem hier. Als ich alleine gewohnt habe, habe ich sehr bequem gelebt. Ich hatte kein Problem mit Geld, ich habe immer noch gespart. Ja, King's Cross, da sind halt die Stripper und da sind halt auch die Nightclubs, da sind auch die ganzen Hostels und Jugendherbergen, wo dann die ganzen Backpacker vorbeireisen. Aber ich muss sagen, ich habe mich wohler und sicherer in King's Cross gefühlt als in Randwick, wo in Randwick ist halt alle 500 Meter eine Straßenlampe und in King's Cross ist halt alles sehr hell und man sieht es und da war auch die Polizei an der Ecke. Also, ich habe mich sehr, sehr viel wohler dort gefühlt. Ich würde sagen, Sydney ist die beste Stadt in der Welt. Nicht die sauberste Stadt, aber das hast du überall, glaube ich. Aber du kannst die Fähre zur Arbeit nehmen, kommt von wo du arbeitest. Du kannst die Fähre einfach so am Wochenende mal nehmen. Du kannst zum Strand fahren. Der Strand ist 1 Stunde weg von hier. Das beste Essen von aller Welt. Italienisch, Spanisch. Das ist die ganzen asiatische Cuisine und zwar nicht das asiatische, was du kennst von Deutschland, wo du hast das Sushi und Vietnamese und alles in einem Restaurant und All-You-Can-Eat-Buffet, sowas gibt es hier gar nicht. Du hast hier spezielle Restaurants mit Indonesian, Malaysian und Thai und Vietnamese Food, aber das ist es schmeckt sehr echt. Ich bin nach Japan und habe gedacht, jetzt hast du ja japanisches Sushi gegessen, ich müsste nie wieder anderes Sushi essen und das Sushi hier in Sydney kommt halt sehr nah dem japanischen Sushi und es lohnt sich. Das Wetter ist toll in Australien. Heute ist ein bisschen bewölkt, aber es ist auch nicht so heiß. Wir kommen ja gerade in den Sommer. Sommer ist sehr heiß, aber der Sommer kommt erst im Januar, Februar. Dezember ist immer noch mild, ist nicht zu heiß. Du brauchst auf jeden Fall ein Air Conditioning, um den Sommer zu überleben. Ich habe 2 Jahre ohne Air Conditioning gewohnt, das war in Ordnung. Die Sonne scheint hier jeden Tag. Selbst im Winter scheint die Sonne jeden Tag. Das Kälteste, was du kriegst im Winter hier in Sydney, ist vielleicht 4 Grad. Es kann schon zu 0 fallen, aber sehr selten, dass es 0 Grad ist. Man kriegt hier Schnee in Australien. Sind 6 Stunden, 4-6 Stunden Autofahrt, dann kommst du zum Schnee im Winter. Spinnen und Schlangen. Hab keine gesehen.
solange ich in Australien lebe, habe ich noch keine Spinne oder Schlange hier in der Stadt gesehen. Du musst schon in den Busch rausfahren, um Spinnen und Schlangen zu sehen. Klar muss man immer aufpassen, klar muss man immer gucken, aber wenn du in der Stadt wohnst, da sind nicht wirklich Spinnen oder Schlangen, die aus der Toilette krabbeln oder sonst irgendwas. Also weiß ich nicht, alle meine Freunde sagen, wow, Australien, so viele Spinnen. Ich war genauso. Das sind keine Spinnen. Es ist alles in Ordnung. Ich bereue auf keinen Fall, nach Australien gezogen zu sein. Ich liebe Australien. Ich werde wahrscheinlich meinen Rest meines Lebens in Australien verbringen, sobald das Visum rauskommt. Vielleicht ziehen wir bald zurück nach Deutschland oder die Niederlande oder England. Wir werden sehen, aber mit dem Brexit weiß man ja auch nicht, was passiert. Wahrscheinlich brauchen wir Deutsche auch bald ein Visum, um nach England zu gehen. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich weiß, es ist sehr durcheinander geworfen. Ich muss mir wahrscheinlich eine bessere Liste schreiben und dann genau schreiben, warum und was und wieso. Und ich werde auch wahrscheinlich ein Video drehen und die Unterschiede zwischen Australien und Deutschland zu vergleichen, aber der größte Unterschied, würde ich sagen, die Leute sind sehr gelassen hier. Ich sage immer zu meinen australischen Freunden, ich habe gesagt, ja, ich lebe ja nicht in Deutschland, ich habe ja schon in Deutschland fast 10 Jahre nicht mehr gelebt. Für die Australier bin ich sehr deutsch. Würde ich nach Deutschland ziehen, wäre ich sehr undeutsch, weil ich sehr gelassen bin mittlerweile auch. Wenn ich jetzt in Deutschland arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich nicht damit umgehen können, weil ich nicht mehr so deutsch bin. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mich wissen, ob du irgendwelche Fragen hast, ob du irgendwas wissen willst. Schreib mir, gib mir einen Daumen hoch, abonniere mich, da werden mehr deutsche Videos kommen. Ja, mein Leben in Australien. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao.